Maike, die Künstlerin hinter dem Namen Fleur Doodles. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diesen Dinosaurier mit Filzstiften gezeichnet und anschließend die Farben mit Wasser verblendet habe. Wenn euch diese Technik interessiert, dann bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Video. Zunächst fange ich mit einer leichten Kontur des Auges an. Hierfür benutze ich den Faber-Castell Pitt Artist Pen in XS. Nun beginne ich mit den hellsten Farben, Stabilo Pen 68 in Neongelb und Neongrün. Nach dem ersten Farbauftrag verblende ich die Pigmente mit Wasser und Pinsel. Überschüssiges Wasser und Farbe streife ich an einem Papiertuch ab. Ein gutes Aquarellpapier ist eine wichtige Grundlage für diese Technik. Hier verwende ich 300 Gramm satiniertes Aquarellpapier von Arches. Alle benutzten Materialien habe ich euch in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. Für den nächsten Farbauftrag nehme ich ein helles Olivgrün. Anschließend verblende ich auch diese Farbe mit Wasser und Pinsel. Jetzt bekommt der T-Rex Kontur. Mit einem dunklen Indigoblau betone ich die Schatten und einige Details der Reptilienhaut. Das hintere Bein steht fast komplett im Schatten, deshalb halte ich es sehr dunkel, ebenso die Bauch- und Schwanzunterseite. Mit Vorsicht verblende ich nun die dunkle Farbe und achte darauf, dass sie nicht ungewollt in die hellen Bereiche läuft. Das Schöne und auch Typische an dieser Technik, Filzstifte im Aquarell einzusetzen, ist, dass eine markante Strichführung sichtbar bleibt und für den Betrachter dadurch sehr interessant wirken kann. Hier unterscheidet sich diese Technik von Aquarellstiften, die meist mit Wasser vollständig verblendbar sind. Für kleine Details benutze ich einen sehr feinen Pinsel. Hier ist es die Pinselgröße 0. Wo mir noch Farbe fehlt, nehme ich die Pigmente mit dem feuchten Pinsel direkt von der Stiftspitze auf und trage sie anschließend mit dem Pinsel auf das Papier auf. Nun zu den Zähnen. Die Kontur ziehe ich mit einem hellgrauen Fineliner. Anschließend verblende ich sie direkt mit Wasser und Pinsel. Das Maul des Dinos wirft einen Schatten auf die Zähne. Es ist wichtig, sie nicht ganz weiß zu lassen, sondern diesen Schatten darzustellen. Den hellgrauen Fineliner setze ich auch für weitere Details der Krallen ein. Der Stabilo O-Pen Permanent ist wasserfest. Hiermit verstärke ich an einigen Stellen die Schattenbereiche.
Damit der Dino nicht frei auf dem Papier schwebt, gebe ich ihm mit dem Bleistift einen schraffierten Untergrund, den ich anschließend mit einem Papierwischer gut verblende. Zum Schluss kommen noch die schönen Farbsprenkel. Ich löse an einzelnen Stellen die aufgetragenen Pigmente mit dem nassen Pinsel an und lasse die Farbe auf das vorher angefeuchtete Papier verlaufen. Mit dem Pinsel spritze ich weitere Farbe auf das Papier. Und fertig ist der T-Rex. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch. Und für mehr Videos kannst du meinen Kanal kostenlos abonnieren. Bleib kreativ und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!